Heute Barcelona, morgen New York, dazwischen mal eben nach Seoul und danach noch schnell nach Shanghai. Herzlich willkommen zur Ausfahrt TV Show. Heute geht es um die vermeintlichen Luxusreisen der Auto-YouTuber. In der 25. Ausgabe der Ausfahrt TV Show plaudere ich mal wieder aus dem Nähkästchen. Heute leise Chantalle, du und dein Jet-Set-Leben, der feine Herr, ne? Und seine Luxusreisen, das ist die Außenansicht. Viele Zuschauer haben sich da bereits ein klares Urteil gebildet. Das ist okay, andere Berufsbilder müssen ja auch damit leben. Lehrer arbeiten nie, haben immer Ferien, Polizisten sind immer dann Pedanten, wenn man sich selbst nicht konform verhält, aber greifen nie durch, wenn der Nachbar sich falsch verhält. Die Liste lässt sich problemlos fortführen. Ich möchte euch heute so eine vermeintliche Luxusreise aus meinem alten Leben skizzieren. Als YouTube-Autoreviewer. Ich möchte euch nicht bekehren, aber zumindest mal aufklären. Fangen wir mit meinen Luxusreisen an. Ich gestehe offen, dass die ersten 2, 3 Jahre meines Schaffens eine rosa-rot gefärbte Erinnerung ist. Dopamin geschwängert. Mein erstes Fahrevent, mein erster Businessflug, mein erstes 5-Sterne-Hotel. In diesem Rausch verlieren auch die stärksten Charaktere mal schnell die Bodenhaftung. Dazu habe ich auch schon einen Beitrag veröffentlicht. Vorschaubild seht ihr hier, Folge 16. Die Reise habe ich euch also schon mal erzählt, damals als Rausch. Ne? Heute nehme ich mal die Stoppuhr mit. Ich steige dafür etwas später ein in mein Schaffen, und zwar 2021. Mein Format Ausfahrt TV hatte seinen Zenit längst hinter sich gelassen. Die Welt war gerade dabei, sich nach Corona wieder zu ordnen, aber überall kriselt es noch. Ich nehme ein fiktives Event in Barcelona und da finden ja die meisten Events statt. Du stehst also morgens um 3:30 auf, fährst um 4 Uhr los, damit du um 5 Uhr am Flughafen bist und zumindest ein Hauchpuffer für die Security hast. Um 6 Uhr sitzt du dann im Flieger, der dich zum Drehkreuz bringt. Denn in Deutschland gibt es genau 2 davon, Frankfurt und München. Wenn du nicht in der Nähe wohnst, fährst du bei jeder Dienstreise erstmal zum Flughafen, fliegst von dort zum Drehkreuz und dann erst zum eigentlichen Ziel. Als Bielefelder gingen für mich einst diverse Flüge von Paderborn oder Hannover. Vielleicht auch Münster. Nach Corona hat die Lufthansa die Flugpläne drastisch zusammengestrichen und damit war es dann vorbei. Wenn du und die Jungs nach Malle fliegen, seid ihr 2, 3 Stunden vorher am Flughafen. Das ist richtig so. Und dann gehst du durch die Security und machst erstmal einen Dicken, weil du dein Deo doch gerade erst gekauft hast und es gar nicht einsiehst, das jetzt wegzuwerfen. Als Profi hat man das natürlich im Griff. Alles ordentlich verpackt, alles ordentlich aufs Band gelegt, stromlinienförmig. Wer lernen möchte, der Film Up in the Air mit George Clooney zeigt das sehr eindrucksvoll und realitätsnah. Wir YouTuber haben aber 2 Probleme. Das eine ist die Unberechenbarkeit der Security. Wir fliegen mit sehr viel Technik. Mal geht es einfach durch den Scanner, mal musst du alles auspacken. Dafür der Zeitpuffer. Und als nächstes Übel wartet dann am Gate für dich eine Person. Natürlich haben wir in der Regel 2 Stück Handgepäck. Einmal Technik, einmal Zahnbürste, Unterhose und Co. Bei einem Eco-Ticket darfst du aber nur ein Handgepäckstück haben. Oft sind die Damen und Herren kulant am Gate. Ne? Manchmal diskutierst du aber auch lange. Warum ich das nicht einfach aufgebe? In meinem Hartschalenkoffer in Handgepäckgröße steckt meine komplette Technik. Notebook, Kamera, Optiken und Zubehör. Haben einen Wert von über 10.000 Euro. Wenn die Airline diesen Koffer verliert, haften sie nach internationalem Recht mit rund 1.800 Euro. Von Verdienstausfall reden wir hier gar nicht. Das ist keine Entschädigung, das ist allenfalls ein Trostpflaster. Zudem gehören die Akkus in die Flugzeugkabine. Und natürlich kannst du die Tasche mit deiner Zahnbürste aufgeben und am Zielort eben auf die Ausgabe warten. Wohl dem Printjournalisten, der seine Zahnbürste und sein Notebook in einem Handgepäckstück verstauen kann. Am Drehkreuz ist das Ganze nochmal und dazwischen wartest du 1, 2 Stunden. Das ist der Moment, wo dein Vielfliegerstatus ins Spiel kommt. Ich habe seit 2013 bei der Lufthansa den Goldstatus. Das ist kein Flex. Du tust ja nichts explizit dafür, er kommt einfach durchs viele Fliegen. Er ermöglicht dir, kostenfrei in den Lounges dieser Welt zu essen, zu trinken und zu arbeiten. Das ist keine Kleinigkeit. Wenn du mit Atze und den Jungs nach Malle fliegst, ne, gönnst du dir am Flughafen auch mal für 6 Euro eine kleine Cola oder ein Bier. Wenn du aber 3-mal die Woche zu Events fliegst, sitzt du 6-mal für 1, 2 Stunden am Flughafen. Da summiert sich so ein Verzehr ganz schnell auf eine Summe, die man mal nicht eben übrig hat.
Den Flug hat dir übrigens der Hersteller gebucht. Bei Airline und Verbindung kannst du Wünsche anmelden, die werden in der Regel auch berücksichtigt. Früher haben dir die Premium-Hersteller stets Business-Sitzplätze gebucht, mehr Platz und du kannst arbeiten. Und eine Mahlzeit gibt es dann auch noch dazu. Seit Corona buchen fast alle nur noch Economy. Es sei denn, es ist ein Transkontinentalflug. Vor Corona hattest du mit dem goldenen Status auch öfter mal den mittleren Sitzplatz unbelegt. Heute sitzt du in der Regel in einer vollen Dreierreihe. Schneiden am Notebook, kein Platz. Moderation vorbereiten, oft schwierig. Bei Sperrfristmaterial. Du kannst im Flieger schlicht nicht arbeiten. Du sitzt die Reisezeit ab. Wenn du Glück hast, kannst du ein wenig Schlaf nachholen. Bevor ich also in Barcelona ankomme, habe ich bereits 8 Stunden in den Knochen. Nach der Landung geht es direkt zum Ausgang. Wer Gepäck aufgeben musste, hat quasi schon verloren. Falls es überhaupt mitgekommen ist, wartest du nochmal 30 Minuten am Band, mindestens. Das ist die Zeit, die von deiner bescheidenen Produktionszeit abgeht. Am Ausgang stehen dann in der Regel junge Menschen mit einem Herstellerschildchen und bringen dich zu dem Platz, den der Hersteller am Flughafen angemietet hat. Da bekommst du dein Bändchen, die Hundemarke und dein Fahrzeug. Im Idealfall hast du mit deinem Pressevertreter im Vorfeld schon ein Auto abgesprochen und bekommst die technischen Daten sowie die Pressemappe vorab. Im Worst Case bekommst du dein Fahrzeug und musst dir erstmal alle relevanten Daten zusammensuchen. Hin und wieder wird auch eine kleine Verköstigung der Journalisten angeboten. In Barcelona war ich in den letzten 12 Jahren bestimmt über 100 Mal. Nicht, dass ich mich in der Stadt auskenne. Ich habe nicht mal ansatzweise eine Ahnung, was man sich dort ansehen kann oder muss. Aber ich weiß, wo ich drehen kann. In Ruhe, ohne dass die Polizei vorbeikommt und dich mangels Drehgenehmigung verscheucht. Es ist 13 Uhr, bis du endlich im Auto sitzt. Und weil ich euch ja gerade von meinem ehemaligen Leben erzähle, schiebe ich jetzt nochmal schnell eine Werbeunterbrechung ein. Gleich geht es mit dem Arbeitsalltag weiter. Jetzt schauen wir uns an, was ein Hyundai Insta im Leasing kostet. Zum einen habe ich gesehen, dass Hyundai mit dem Kleinen jüngst eine Campingveranstaltung hatte. Zum anderen sehe ich die immer öfter auf dem Weg zur Arbeit. Und nicht nur als Transporter für die Pflegekraft. 38 Angebote finde ich heute bei leasingmarkt.de, meinem Partner und Deutschlands Nummer 1 in Sachen Autoleasing. Ich habe heute mal die Filterlinks angepasst und bestimmt, dass das Angebot mindestens 20.000 Kilometer im Jahr umfassen soll und der Leasingzeitraum bei 36 Monaten liegen soll. Bleiben noch 8 Leasingangebote. Die ersten beiden Angebote zeigen die Select-Einstiegs-Ausstattungslinie. Dann kommt die Trend, eine Ausstattung höher und dann noch ein Hyundai Instacross. Das ist die höchste Ausstattungslinie für 299 € im Monat. Allerdings ist bei dem Angebot auch noch die E-Förderung mit 6.000 € eingerechnet. Nehme ich die raus, lande ich bei einer Leasingrate von 466 € pro Monat. Schaut euch auf der Detailseite in Ruhe die Ausstattung, die Basisdaten und auch die Informationen zur Förderung an. Vergesst auch nicht, ganz nach unten zu scrollen, um zu schauen, welche einmaligen Kosten noch auf euch zukommen. In diesem Fall sind es stolze 1.890 €, einmalig on top. Wenn die Leasingrate für den Insta in Top-Ausstattung für euch passt, bestätigt das und dann müsst ihr nur noch eure Stammdaten eingeben, damit der Händler euch kostenlos und unverbindlich euer Angebot zulassen kommen kann. Alternativ schaut mal in die Deals, das sind tagesaktuelle Leasing-Schnapper. Ihr erreicht sie über den zweiten Link unter diesem Video. Vielleicht ist für euch ja auch etwas dabei. Danke, dass ihr dieser Verbraucherinformation so geduldig gefolgt seid. Und weiter geht's mit den Luxusreisen. Ich sitze im Auto. Dann fahre ich, je nachdem wo unser Hotel liegt, 1 bis 2 Stunden mit dem Auto. Das ist die Zeit, wo du alles testest. An der Drehlocation angekommen, ziehst du die Moderation und die technischen Daten nochmal gerade und beginnst zu produzieren. Im Idealfall natürlich nur. Weil deine Location sich natürlich nicht in einer gated Community befindet und nur du dort Zugang hast, sondern weil Kids mit ihrem Moped oder ihrem Auto Langeweile haben, Einheimischen es ziemlich egal ist, dass sie ihr Auto mal voll in deinen Bildausschnitt gepackt haben oder dass plötzlich, auch erlebt, ein Rudel streunender Hunde vorbeikommt. Und natürlich sind das nur ein paar Beispiele für Störungen. Je nachdem, wie dein Format strukturiert ist, dauert dein Dreh 2 bis 4 Stunden. Auf dem Weg zum Hotel sprichst du noch schnell den Fahreindruck ein, in der Hoffnung, dass du nicht im Stau stehst.
Es ist 18 Uhr, als du im Hotel ankommst. Die Car Crew, das sind die Leute, die die Testwagen wieder entgegennehmen, tanken, waschen und deinen Müll entsorgen, wartet schon auf dich. Denn eigentlich solltest du aller spätestens um 18 Uhr da sein, damit sie genug Zeit haben, alle Autos wieder frisch zu machen, unter anderem ja jetzt auch noch zu laden. Du checkst ins Hotel ein, sicherst deine Daten, hängst die Akkus an Strom und wenn es gut läuft, hast du sogar noch Zeit für eine Dusche. Das Zimmer hat übrigens auch der Hersteller gebucht und ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei einer klassischen Pressefahrveranstaltung mal in einem Hotel genächtigt habe, was weniger als 4 Sterne hatte. Um 19 Uhr triffst du dich dann zur Pressekonferenz. Ein klassisches Modell für Printjournalisten, die sich jetzt die Neuerungen des Autos erklären lassen. Du hast die Pressemappe ja schon längst inhaliert, sonst hättest du dein Video nicht drehen können. Jede neue Information nervt. Weil du sie jetzt noch in dein Video bekommen musst, sonst heißt es ja in den Kommentaren immer wieder gerne, dass du gar keine Ahnung hast, denn hier und dort wurde ja dies und das geschrieben. Um 20 Uhr beginnt dann das Abendessen. Je größer die Gruppe, umso schlimmer das Essen. Also nicht die Qualität, sondern die Wartezeiten und die Lautstärke in der Location. Das Essen ist eine Pflichtveranstaltung für dich als Journalist. In der Regel sitzen an jedem Tisch auch Vertreter des Herstellers, mit denen du dich austauschen kannst. Arbeit bleibt es trotzdem. Gegen 23 Uhr oder später darfst du dann auf dein Zimmer. Früher ging es erst noch an die Bar. Auch quasi so als Pflichtveranstaltung, wo man fast genötigt wurde, noch Alkohol zu trinken. Das wurde zum Glück in den letzten Jahren abgeschafft, den schrumpfenden Budgets sei Dank. Im Zimmer prüfst du nochmal die Daten, klemmst die anderen Akkus ans Ladegerät, suchst alle versteckten Lichtschalter und kämpfst mit der Klimaanlage, um dann gegen Mitternacht einzuschlafen. Du bist jetzt 20 Stunden auf den Beinen gewesen. Am nächsten Tag stehst du zwischen 5 und 6 Uhr auf, frühstückst und an dieser Stelle sage ich, ja, das ist tatsächlich ein Luxusmoment für mich gewesen, wenn das Hotel ein anständiges Frühstück hatte. Dann geht es entweder direkt zum Flughafen oder du hast nochmal 2, 3 Stunden Zeit mit dem Auto. Um 12 Uhr geht es dann im Idealfall wieder Richtung Heimat und du kommst gegen 22 Uhr zu Hause an. Oder du bist später gebucht und kommst erst weit nach Mitternacht zu Hause an. Das ist eine sehr lange einzelne Geschichte. Und längst habe ich nicht alles unterbringen können. Die vielen Male, in denen die Produktionszeit durch Flugverspätung oder Flugannullierung bis aufs absolute Minimum geschrumpft ist und du dennoch das Beste daraus machen musst, denn ohne Video keine Einnahmen. Oder wenn du gar nicht nach Hause kommst, weil du den letzten Flug nicht erreicht hast, der dich zu deinem Heimatflughafen bringen sollte. Und geschnitten ist das Video übrigens auch noch lange nicht. Natürlich arbeitet jede Krankenschwester, jeder Dachdecker und jeder Polizist und vor allem du viel härter. Natürlich ist es trotz allem ein schöner Beruf, sonst hätte ich es ja nicht 12 Jahre gemacht. Aber am Ende hat es wenig zu tun mit dem Bild von Luxusreisen. Am Ende ist es auch nur ein stressiger Job wie jeder andere auch. Mit dem Unterschied, dass deine Anfahrt zum Arbeitsplatz mit dem Flugzeug erfolgt und dass du halt nicht in Wanne-Eickel deine Reviews drehst, sondern in Spanien. Schöne Orte möchte ich persönlich mit meiner Familie besuchen, nicht mit meinem Kameramann. Ein gutes Essen kann ich nur in Ruhe genießen, nicht an einem Tisch mit 5 oder 20 Kollegen. In den Hochzeiten hatte ich bis zu 3 Events die Woche. Ich danke meiner Familie an dieser Stelle, dass ihr es mit mir ausgehalten habt. Habt ihr noch Fragen? Ich möchte euch bitten, kritische Nachfragen mit einem Ja, aber zu beginnen. Zu dieser Show gibt es gar keine weiterführenden Informationen. Darum bedanke ich mich für euer Zusehen und verabschiede mich wie gehabt. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.